So, ich bin hier jetzt gerade beim Border Race in Montafon. Wir sind vor ziemlich genau einer Stunde gestartet und laufen hier gerade auf den vorgegebenen Startplatz hoch. Das Wetter schaut nicht so perfekt aus, es regnet jetzt noch nicht, aber alles sehr stark bewölkt leider. Endspurt zum Startplatz. Ich bin jetzt gleich da, Höhe ist geschafft, jetzt muss man hier nur noch am Hang entlang und nicht runterfallen. Und dann schauen wir mal, der Wind kommt auf jeden Fall von vorne, ist schon mal gut. Hier auf dem Golfplatz gelandet. Da hoch hätte ich eigentlich gewollt. Habe leider keine brauchbare Thermik finden können. So, ich bin jetzt schon wieder am Laufen. Habe schon wieder 750 Höhenmeter gemacht. Leider ein bisschen falsch navigiert. Ich muss jetzt hier über diesen Pass. Ich habe mir hier mal wieder die beste Route ausgesucht. So ungefähr 40 bis 45 Grad steil geht es hier hoch. Alles sehr felsig und rutschig auch, weil alles feucht ist. Aber hier geht's hoch. Jetzt bin ich dann gleich da und dann hoffe ich, dass ich da starten kann und über den Stausee komme. So, ich bin jetzt hier oben auf dem Sattel angekommen. Da unten ist der See, wo ich eigentlich durchlaufen wollte. Das wäre aber auch sehr weit gewesen, sehe ich gerade. Jetzt hoffe ich, dass ich hier wegstarten kann, weil so viel höher ist der See. Wie gedacht bin ich nicht. Und ich sehe es aktuell noch nicht. Ich muss jetzt noch hier so ein Stückchen davor laufen. Durch den definitiv knöcheltiefen Schnee. Schön nasse Füße holen. Und dann schauen wir mal, ob wir da wegkommen. Der Fabi ist irgendwo da unten. Ich schätze hier auf dem großen Parkplatz, den man sieht. Genau. Und ja, dann Plan ist jetzt weiterfliegen Richtung Landeck, soweit wie es geht. melde mich aus der Tür.
jetzt noch Westwind und es scheint offen. Wir fahren in Richtung See. Ich drehe hier gerade schwach auf, aber ich drehe auf. Und wenn das hoch reicht, dann ist es sehr geil. Auf über 2000, fast schon Startplatzüberhöhung und es geht bombengeil hoch. Hoffentlich geht es richtig schön hoch, dass man irgendwo weitergleiten kann und top landen kann und von da wieder weiter. So, jetzt bin ich hier wieder gelandet. Bin sehr viel weiter gekommen, als ich gedacht habe. Gestartet bin ich irgendwo ganz da hinten. Und jetzt wird der Himmel natürlich noch blauer und ich stehe wieder im Tal. Ich bin jetzt hier am nächsten Startplatz. Nach einem Anstieg von wieder fast 900 Höhenmeter. Das sind jetzt insgesamt heute schon 3000 Höhenmeter. Langsam tun die Beine ganz gut weh. Aussicht ist schön hier oben. Und der Wind kommt so hier taleinwärts ein bisschen, also wo ich rausfliege. Ich hoffe, dass man da mindestens ein bisschen soaren kann. Vielleicht auch aufdrehen. Mal schauen. So, jetzt ist es aktuell kurz nach 5 Uhr. Es ist Samstagmorgen. Ich bin jetzt die ganze Nacht durchgelaufen und habe versucht, den weit entferntesten Wendepunkt zu setzen. Dachte, das sei mir gelungen, und dann hat um 4 Uhr circa, so eine halbe Stunde später, der Lars Budak einen draufgesetzt. Ja? Und jetzt schauen wir mal. Weil ich habe schon extreme Bedenken, ob ich wieder zurückkomme, weil ich viel zu weit weg bin eigentlich vom Ziel.
um das in der Zeit zu schaffen. Da erwarte ich eigentlich so gute Bedingungen, die kann es gar nicht geben. Und bin ich mal gespannt, wie es den anderen so läuft, die auch so weit entfernt sind. Aber die meisten haben halt schon gut umgedreht. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich laufe jetzt wieder Richtung Landeck. Hoffe, dass ich so bis um 8 in Landeck bin, um dann an Startplatz hochzulaufen. Optimalerweise um 10 Uhr oben startfertig, aber das wird sich nicht ganz ausgehen. Dafür habe ich einen Wendepunkt zu weit weggesetzt. So, und jetzt regnet es auch schon wieder mal. Ganz was Neues. Erst das 7. Mal ungefähr bei dem Border Race. Ich krieg die Krise. Hey, langsam reicht's echt. Das gibt's ja nicht. Wie scheiße kann das Wetter sein? So, wir sind jetzt hier gerade am Ende vom finalen Anstieg. Fast am Ende. Hoffentlich kann man starten. Ich bräuchte eigentlich Westwind, es hat Ostwind. Und das ist wohl ein bisschen tricky oben. Schauen wir mal, was der Support so rausfindet, wo man da starten kann. Ein Pilot ist schon oben, der sucht auch schon, der Andi. Und da wird sich schon irgendwas finden, dass man da wegkommt. Wenn nicht, dann hätte ich ein Problem mit zurück ins Ziel kommen. Ja. Wir sind jetzt übrigens bei so Gesamtkilometer 120 circa und die 5000 Höhenmeter sind jetzt auch voll. Ich kann es mir nicht erklären, wie ich noch laufe. Ja, das ist locker das Dreifache von allem, was ich jemals am Stück gelaufen bin. Ja, sehr geil. Aber knapp, hey. Ja, aber es ist perfekt ausgegangen. Gutes Timing. Oh.